Hallo. 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 Ja, hallo. Ich bin der Leroy Sané, 25 Jahre alt und ja, spiele für den FC Bayern. Mein Name ist Sydney. Ich bin 20 Jahre alt. Ich spiele bei Bayern seit 2016. Ein herzliches Willkommen auch, liebe Kinder, liebe Frau Horn, liebe Damen. Was für mich wirklich glücklich gemacht hat, ist, dass wir gemeinsam mit dem FC Bayern die Arena of Change gegründet haben und somit auch hier überhaupt zusammenkommen konnten. Wir haben uns dazu entschlossen, mit SOS Kinderdörfer diese Kooperation zu machen, weil sie mehrere Komponenten beinhaltet. Die große Anerkennung, die große Leistung, die SOS Kinderdörfer ja seit Jahrzehnten eben zum Wohle insbesondere der Kinder gewährleistet. Und wir wollten auch ganz einfach ein Projekt unterstützen, von dem wir überzeugt sind. Ja, wir werden, wenn jetzt es Corona-bedingt wieder möglich ist, am Campus die Kinder physisch empfangen. Das heißt 60 Kinder insgesamt, die von Montag bis Donnerstag dorthin kommen, dort zum Teil einen schulischen und auch anderen Unterricht eben genießen dürfen. Das ist im Moment leider in diesen Corona-bedingten Zeiten noch nicht möglich. Videokonferenzen werden natürlich nie den persönlichen Kontakt ersetzen können, aber ich denke, auf die Art und Weise ist es zumindest ein erster Schritt. Hallo, auch von unserer Seite, ich bin Anna, das ist Theresa. Wir freuen uns riesig, dass das hier klappt. Wir sind auch ganz aufgeregt, genauso wie die Kinder. Wie sieht ein Alltag bei Ihnen aus? Wenn ich nur einmal Training habe, dann komme ich nach Hause. Ich studiere noch nebenbei, also ich mache ein Fernstudium, genau, soziale Arbeit, und da lerne ich dann nochmal was oder ich gehe gern raus, ich fahre Fahrrad. Da ich 2 kleine Kinder habe ich nach dem Training noch einiges zu tun. Eine Frage geht an den Herrn Rummenigge, und zwar, was braucht man, um beim FC Bayern Profispieler oder Spielerin zu werden? Gute Frage. Egal, ob man aus dem Mädchen- oder Jungenbereich kommt, muss man sicherlich sehr viel Talent mitbringen. Was darüber, glaube ich, sehr wichtig auch ist der Charakter einer Spielerin oder eines Spielers. Kooperationen wie mit SOS Kinderdörfer leben natürlich eigentlich von der physischen Begegnung, also dass man sich regelmäßig trifft, dass man sich austauscht, miteinander spricht. Das ist im Moment leider Corona-bedingt noch nicht möglich. Trotzdem ist es wichtig, dass wir diese Geschichte ganz einfach mal am Leben halten, sage ich im wahrsten Sinne des Wortes, in der Gestalt, dass wir mit den Kindern Kontakt haben, dass wir uns mit ihnen unterhalten, dass wir Fragen beantworten, weil ich glaube, es ist für die Kinder ganz einfach wichtig, dass sie mal den FC Bayern ein Stück zu greifen kriegen. Meine Frage war, warum haben Sie überhaupt mit Fußball begonnen? Es ist einfach die Freude an der Sache, die Freude am Sport, daran einfach zusammenzukommen. Können Sie uns einen Trick vorzeigen, den Sie in einem Spiel mal gemacht haben? Trick vorzeigen, das wird bei mir, glaube ich, gerade schwer, weil ich wirklich nicht weiß, ob ich überhaupt einen Ball zu Hause habe. Ihr seht die Flasche hier, ne? Ich stelle die mal auf den Tisch. Ich zeige euch jetzt mal den Trick von Leroy. Also, das ist der Gegenspieler und das ist der Ball von Leroy. Ich mache das jetzt mal so vor. Also Leroy geht immer auf den Gegenspieler zu, so, täuscht dann rechts an, geht aber links vorbei. Da er dann noch sehr schnell ist, braucht er nur diesen halben Meter Vorsprung vor dem Verteidiger, dann ist er vorbei und kann auch nicht mehr eingeholt werden. Das ist sein bester Trick. Was mir an SOS Kinderdörfern immer gefallen hat, war ganz einfach der Fakt, dass Kinder ja die Zukunft darstellen. Ja, und wir alle haben ein großes Interesse daran, dass wir die Zukunft aktiv und persönlich mitgestalten. Ich meine, ich bin 5-facher Familienvater, mittlerweile 6-facher Opa, also ich glaube, ich habe eine sehr enge Beziehung zu Kindern, zu Jugendlichen, alleine durch meine eigene Familie erlebt, und dementsprechend, glaube ich, ist es ein wichtiger Beitrag, den der FC Bayern hier zum Wohle der Kinder, der Jugend und damit auch unserer Zukunft leistet. Ich habe einen Wunsch an den Vorstandsvorsitzenden, und zwar können wir mal in der Allianz Arena eine Runde kicken. Das ist ein bisschen nicht so ganz einfach. Ich sage dir auch warum, weil der Platz, das kann dir sicherlich Leroy am besten bestätigen, ist etwas Heiliges für die Spieler. Der muss immer in perfekten Zustand sein. Aber was ihr auf jeden Fall mal machen könnt, wenn wir wieder Zuschauer in der Allianz Arena begrüßen dürfen, dann laden wir euch mal alle ein.
und dann könnt ihr mal ein Bundesligaspiel besuchen mit dieser tollen Atmosphäre bei 75.000 Zuschauern im Stadion. Kann ich euch sagen, ist das ein tolles Erlebnis. Also ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Rummenigge, Leroy und auch Sydney. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zur Verfügung gestanden haben. Es war wirklich total schön und hat Spaß gemacht. Ich zeige euch nochmal die deutsche Meisterschale. Alles Gute, sie sei euch gewidmet. Ist echt Vielen schön. Dank.